Wir spielen jetzt hier die erste Show der Abyss Europe Tour Part 2. Das ist hier meiner? Ja, danke vielmals. Jetzt sein Koffer hier. Wieder hier. Die Frage ist, wofür brauchst du den Koffer? Kurz gedacht, meine Sonnenbrille ist weg, schon schlecht gelaunt, alles schlimm, weil ich hasse es, wenn ich Sonnenbrillen verliere, weil ich immer sehr lange brauche, um eine zu finden, die mir gefällt. Und jetzt dachte ich gerade, gucke ich nochmal nach, ob ich irgendwelche Bilder sehe gestern, wo ich sie noch hatte. Und in dem Moment greife ich in meine Jackentasche und finde mir eine halbe Stunde umsonst schlechte Laune gehabt. Super. Achso, jemand muss auch übrigens den Fahrstuhl bedienen. Hast du vorher den Schlüssel benutzt? Nee, natürlich nicht. So, jetzt sind wir nämlich gefangen, jetzt geht nämlich auch die Tür nicht mehr auf, doch. Pass mal auf. Als runtergehen, das war auch nicht das Luke, wenn man Foto jetzt machen. Na, warte, dann musst du den hier jetzt reinstecken. So, und jetzt wieder zurückdrehen. Was ist das mit Film? Wieder anhängen. Jetzt Schnell reinspringen. So funktionieren Fahrstühle in Tampere. Tampere heißt es übrigens. So, und jetzt? Hier lang. Lang. Das ist so richtig. vegan. So ein bisschen noch ein Hazer, ein bisschen, dass die so ein bisschen so eine Flares kriegst und dann. Nee, wie sagt man nicht Flares, sondern man sagt Race. Das ist einfach entscheidend. Was anderes wäre ja eh nicht möglich jetzt quasi. Also das ist ja. Ich glaube aber, wenn die noch enger zusammenstehen, hinten wird es. Hinten zusammenschieben ist jetzt kein Problem. Die einzige Zeit hast du schon direkt so ein bisschen, aber das lässt sich halt einfach kaum vermeiden. Ein bisschen kacke. Ja. Pegel grundsätzlich müsste eigentlich okay sein für mich. Ich weiß halt Wir jetzt. testen das einfach. Genau. Sollte mal Bassist werden, aber der war so teuer. Hat nur für Mikro gereicht. Ganz schnell mein Brötchen aufessen. Ist geil, da kann man da die italienische Flagge da kurz filmen. Jetzt kommt der Moment, Also müsste wo ich meine Drohne zerstöre. Oh shit, jetzt kommen sie. Nee, rein! Also Never Enough läuft quasi durch nach dem Intro, nach Throne direkt. Mit diesem kleinen Interlude anfangen. Ich bin jetzt nett, dass die so ein Porträt von mir aufgehangen haben. Noch ein bisschen weiter nach rechts gucken. Also gucken mit dem Kopf. Ja, genau. Das ist immer extrem witzig, wenn du damit anfängst. Weil ich einfach normal mit dir rede und dann plötzlich so. Das war total toll. Oh, ja. Also eigentlich steht da nicht mein Name drauf, sondern nur Chris T. Christ, Helm, Christ. Jesus, Ja. der Almighty. Ja. Wir machen jetzt. Und jetzt gehen wir mal zur Bühne. Weil das ist hier nicht so einfach, habe ich gehört. Danke! Muss ich hier nochmal sehen. Schlimm. Kannst du ihn nochmal angucken in voller Pracht. Okay. Ja. Kleines Kind, was man immer wieder verliert. Das macht total Sinn. Wenn man jetzt nochmal schnell in Backstage muss, weil ich muss nochmal schnell lesen. Das wäre geil gewesen, wenn wir das einfach nur hinten geschrieben bekommen oder so. Ja, ihr müsst dann einfach nur. Durch die Küche, durch den Keller.
Wir müssen jetzt so machen. Wir haben gerade die erste Show gespielt von dieser wunderschönen Tour. Es war so wunderschön, der Rudi ist voll abgegangen. Wie unterschiedlich kann die Stimmung nach einer Show sein? Ich hab mich gerade langgelegt. Ich hab mich gerade langgelegt. Diese Stufe, ich hab mich gerade langgelegt. Wie soll Karton, ich hätte mich gerade langgelegt. Achtung, diese Tür, ich hätte mich gerade fast langgelegt. Zum Fahrrad, ich hätte mich gerade langgelegt. Achtung, Christoph Frostschutz. Achtung, Frostschutz, ich hätte mich gerade fast langgelegt. Achtung, Bier, ich hätte mich gerade. Oh, Achtung, Ja. Stufe, ich hätte mich gerade fast langgelegt. Vorsicht, Tür. Vorsicht, Tür. Oh, Alter, Stufe, Alter. Vorsicht, Stufe. Oh, ich hab mich gerade fast langgelegt. Ach, Vorsicht, Fahrstuhl. Nicht mehr. Das ist jetzt ganz einfach. Oh nein! Ich bin hingefallen. Christoph, warum sagst du nichts? Ich bin total hingefallen. War da noch eine Stufe oder was? Ja, scheiße, ey. Das ist schon nach Haus. Ich habe meine Jacke verloren. Wie du mal alles verlierst. Das ist so krass. Ich habe die gestern den ganzen Tag nicht angehabt. Was bist du? Also hier hinten, unten liegt keine drin, ne? Weiß ich nicht, der pennt noch. Hier unten liegt keine Jacke drin, oder? Verstehe das aber nicht. So. Klappen sind für mich. Guck mal, weil siehst ja besser aussieht. Ich kann hier hinten gucken. Ey, hier ist keine Jacke. Nee, nicht. Okay. Wir haben doch gestern, da war doch nicht mehr im Backstage, oder? Nee, hat Lisa ja geguckt. Hab sie. Wo gehen wir denn eigentlich hin, Tat? Weiß ich nicht. Zum Wasser. Hier schräg hoch und dann kommt da ein Park und dann kommt Wasser. Ziemlich viel Wasser sogar. Viel Wasser? Oder noch mehr Wasser? noch geradeaus über die Hauptstraße drüber und dann ist das schon der Park. Einfach nur noch 3 Kilometer geradeaus und dann nochmal links und dann nochmal über die Brücken und dann. Dann sind wir von unserer Pferde. Also Rudi wollte nur kurz zum Wasser laufen. Jetzt sind wir hier auf irgendeinem Friedhof gelandet. Ich weiß nicht. Was ist denn das hier für eine Strecke? Ich will schon mal eine Gradvorstellung machen. Christoph, der wird ja nicht jünger. Nee, mal ohne Scheiß, keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Wo sind wir überhaupt? Das Wir sind in Helsinki. Und wir waren ja schon mal, kennen eigentlich die Stadt schon ein bisschen. Oh, meine Stimme. Und ach so, da geht's, ach so, klar, da geht's lang, Rudi. Ja, und ist eigentlich ganz nett hier. Aber dass wir jetzt einen Friedhof angucken, das hab ich nicht gedacht. Ja. Dann sind wir los. Und also wir sind eine halbe Stunde schon unterwegs. So schön. Dann gehe ich diesen Weg und dann ist noch nichts. Wegen Wasser. Okay, tatsächlich, da ist tatsächlich jetzt Wasser. Halbstoll-Saar. Nach 2 Stunden Wanderung haben wir es geschafft. Und leider ein Zaun davor. Naja. So, und zurückgehen. Jetzt über H&M. Ja. Oh, das Bild ist schön. Wir müssen dahin bei Campi. Sag doch mal, wie der Club heißt. Das ist doch nicht. Du musst dann 8 Stunden über den scheiß Friedhof latschen und dann stehst du an einem Zaun und kannst dir die Wellen angucken. Ja, dann gehe ich jetzt dahin. Mal die Welt. Ja. Guck mal, ne? So, wo ist jetzt hier H&M? Was ist denn jetzt hier H&M? So laut.
Camp. Ich habe mir einfach dieselbe Jacke nochmal gekauft, die ich schon seit 2 Jahren habe. Ah, warte mal. Das ist jetzt natürlich wirklich weird. Wahrscheinlich hat der sich hier verdreht. Und der muss, kannst du hier einmal aufdrehen, der muss einfach nur einen kleinen Tacken runter. Dein Bein ist verdreht. Echt nur ein ganz kleines bisschen. Gut? Ja, mach zu. Haben sie auch. Meeting him was actually like amazing. I've been thinking about this moment for so long, and I'm just like, I almost cried. I was like, no, I gotta stay strong. But it's like, it's my first VIP too, and I'm genuinely like, my heart is beating, and I'm so happy though. I can't wait for the concert. Jo, gestern Start in Tampere. War ja noch ein bisschen kleinerer Laden. Und heute in Helsinki haben wir gerade die Meldung bekommen, dass ausverkauft ist. Das ist ultra crazy. Der ganze Laden ist rappelvoll. Und wir sind ja zum ersten Mal hier. Ich glaube, das wird echt fett jetzt. Oder, Silhelm? Mit die letzten 4 Lieder, weiß ich nicht, ob das so geil war. Vom Feeling hatte ich gestern so ein bisschen so. Was meinst du? Ich weiß nicht, ich hatte so. Es waren überall so cool Interaktionen. Und ich hab dann so Das ist dramaturgisch geil als Zuhörer. Nein, das ist perfekt. Ich weiß nicht, was du meinst. Da kann ich so ein bisschen Salz machen. Nein! Ich habe was mit Instrumental verstanden. Boah, ich viel zu gut. Ich sehe schon. Jo, wir haben es jetzt Ortszeit 8 Uhr morgens, also nicht ganz sogar. Und wir wurden jetzt alles in den Bus geschmissen, weil wir sind auf der Viking Line angekommen. Das ist eine Fähre, die jetzt von Finnland nach Schweden fährt, Richtung Stockholm. Wir sind den ganzen Tag drauf. Das ist eigentlich ziemlich nice, weil wir haben so eigene Kojen und wir waren hier schon mal drauf, der Tour letztes Jahr. Und das haben wir sehr genossen. Mal gucken, ob es diesmal wieder so geil wird. Perfekt. Boah. Ah jo. Oh, ist Platz. Ist Platz. Alter. Das ist noch mein Badelatschen so. Werde ich doch. Genau weg von der Sonne. Ach, schön. Wirklich dieser Moment, da zieht's mir alles zusammen. Der hat ja nicht mal einen Popshock. Damals sein Baby über die Brüstung gehalten hat mit einer Hand. Wisst ihr das noch? Achtung, nicht auf die Fresse fliegen, ey. Boah, geil. Gut, dass es nicht so windig ist. Wir sind jetzt in Stockholm. Da ist unser Bus, da ist die Fähre und wir sind gerade angekommen und spielen morgen hier. Und bisher ist alles richtig geil. Schnell zum Bus. Wir sind in Schweden! Was? Dänemark, oder? Ich bin heute mal kurz von einem Wolkenkratzer gesprungen. Der Wind ist ordentlich. Wir bringen 3, 2, 1. Und Fallschirm. Ja, er steht hier oben am Rand. Schaut euch das an. Dann bin ich kurz durch die Stadt gerannt. Fliegen Stockholm tonight. This is gonna be sick. Das ist wie so ein schlechter Film. Hallo Stockholm. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Jetzt deine Story posten.
Das war nicht gut. Das darfst du nicht reinschneiden. Was denn? Ich hab den Trick verkackt. Ist das geil? Ich möchte nicht in den Skatepark, Digga. Ich will einfach nur Skatepark. Ich habe jetzt 8 Stunden gewartet, dass ich endlich einfach spielen kann. Und jetzt kann ich endlich spielen. Ja, das letzte Mal in Stockholm war nicht ganz so schön. Heute gibt's Surströmming. Aber diesmal wird's, glaube ich, richtig fett. Wir spielen jetzt hier zum ersten Mal als Headliner heute in Stockholm. Sind ein paar Leute da. Also ich glaube, wir haben selten eine Venue mit so einer geilen Aussicht. Da ist die Bühne und wir sehen die ganze Innenstadt von hier, übers Wasser. Leute, wir sind in Oslo. Wunderschöne Stadt. Wir genießen jetzt noch einen kleinen Rundgang, ein bisschen Kultur und dann geht's nachher richtig ab. Take me down to the depth of my calamity. Your touch is burning agony. I know I can't escape reality. I'm falling into you. Also es ist 12 Uhr morgens, sagt man so. Wir arbeiten hier gemütlich und plötzlich fährt der Bus. Man kann dabei schön die Stadt beobachten. Da läuft zum Beispiel ein frei lebender Jonas. Jonhelm. Ein frei lebender Jonhelm. Genau, gucken uns ein bisschen die Stadt an, schreiben ein paar E-Mails nebenbei, trinken eine Mate, ganz wichtig. Mixen ein bisschen die Show von gestern. Da film da mal hin, ey, da film die Ecke. Rückwärts. Rückwärts. Mit Hänger dran. Mit Hänger dran. So in einer engen Stadt. Oh, scheiße. Also ich habe mir vorgenommen, auf dieser Tour mindestens alle 2 Tage laufen zu gehen. Bisher war ich auch schon 3-mal und es tut sehr gut. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann mal während einer Show vielleicht einschlafe oder so, aber es macht Spaß. Und Luke ist auch aktiv dabei. Aber Chris Helm kann immer nicht, weil der muss immer Sachen für andere fertig machen. Ja. Das sind halt die ersten Schritte an der frischen Luft, die ich mache. Alter! Ja? Kommst du mal zu mir? Ich mache dich gleich mit Film beim Schreiben von deinen Platten. Schön. Ich habe die alle hingelegt mit weißem Stift und mit schwarzem Stift. Schön. Morgen, ihr Süßen. Moin. Das ist natürlich nicht aktualisiert ist, weil ich nicht weiß, wie die vorher aussah. Ich kenne die ja nicht. Kuschelig heute. Wo wollen wir denn dann noch das Schlagzeug hinmachen? Eins links, eins rechts. Echt, ja? Nein, keine Ahnung. Scheiße. Das wird wahrscheinlich aus der Ecke kommen. Aber sonst läuft alles? Geht alles? Ja. Schön. Wie läuft die Lichteinrichtung? Jonhelm? Sehr gut. Ja? Wie jeden Tag. Friedhelm, wie läuft der Tonhelm? Der läuft. Ich drücke hier Tasten, wie du siehst. Kannst du ganz kurz das coolste Feature an deinem Mischpult nennen? Was sind die Pedale? Wofür sind Pedale am Mischpult? Und zwar habe ich hier so zwei Fader für Christoph und Rudi. Und wenn ich das drücke, dann werden die Fader leiser. Und wenn ich das wieder loslasse, werden sie wieder lauter. Boah. Also Uber soll uns ja abholen. Ach so. Lass uns mal da lang gehen. Ganz entspanntes Frühstück hier. Steht denn, wo der hinkommt? Die Straße. Ah ja. Hä? Ja, warum ist er jetzt weggefahren? Hello, you just started off like, right in front of us. We saw your car and then you started. Okay, I wait. Das ist das Verwirrendste, was ich je erlebt habe. Wir sind heute in Oslo, nachdem wir gestern in Stockholm waren, quasi direkt drüber nach Norwegen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir in jeder Stadt so eine geile Drohnenaufnahme machen von der Stadt. Und in Oslo ist das in der Stadt verboten. Da gibt es so eine Verbotszone für Drohnen. Und deshalb fahren wir jetzt auf so einen Hügel drauf, wo das... Alter, die Stadt sieht so krass aus. Wo das erlaubt ist. Und dann machen wir kurz eine Drohnenaufnahme und dann fahren wir wieder zurück. Ja, fliegen wir jetzt, oder? Jetzt stehen wir hier irgendwo plötzlich im Wald, im Norwegischen. Gehen wir da rüber und dann können wir da easy starten. Ja, gut, dass Peter nicht da ist. Ja, der wird das hassen, wenn ich so mache. Dann bleibe ich an der Stromleitung hängen beim Starten. So, okay, auf geht's. Ich sehe die gar nicht. Alter, ich krieg eine Macke.
hat sich sowas von gelohnt. Ja. Alter, wieder mal ChatGPT, war. Wir hätten ja nie gewusst, dass hier diese Aussichtsplattform ist, dass Ja, man hier voll. fliegen kann. Ist das dumm. Ja. Also. Okay. Na, jetzt auch Zeit. Wann geht der denn schon runter? Verstehst du alles gerade nicht. Wir spielen in 3 Minuten. Nein, das stimmt. Ja, auf Stress, Mann. Aus. Wo geh ich denn lang? Von hier links am Schlagzeug. Hier vorbei. Das ist der einzige Ort, wo das geht. Entschuldigung. Wir machen heute schon einen kleinen Willkommen in mein Leben, mein Tagesablauf auf Tour. Gut, super. Ich versuche ein bisschen Sport zu machen, aber irgendwie ist das alles sinnlos. Der war kacke.